Und bitte. Hi, ich bin Johannes und willkommen zum Behind the Scenes von Missing, unserem neuen Kurzfilm. Guckt auf jeden Fall zuerst den Film, bevor ihr das Video schaut, sonst werdet ihr gespoilert. Missing war ein sehr interessantes Projekt für mich, weil wir keine riesen Crew hatten, aber so ziemlich abgegrenzte Jobs. Also wenn man anfängt Filme zu machen, dann machen ja mal alle Jobs, weil man einfach nicht genug Leute hat. Und das war ja so ein Zwischending. Also ich habe am Set jetzt irgendwie immer noch Regie, Beleuchter und Produzent oder so gemacht. Aber da ich jetzt zum Beispiel schon ziemlich viel mit Damian als Kameramann zusammengearbeitet habe, muss ich die Kamera gar nicht mehr anfassen, weil wir uns halt blind verstehen. Und kann mich dann eben mehr auf Regie konzentrieren. Das gleiche gilt eigentlich für Martin, der hat sich eigentlich in so eine Regie-Assistenz-Script-Rolle jetzt eingefunden. Aber diesmal hat er sich halt voll auf Schauspiel konzentriert und ich finde, das sieht man auch in der Performance. Und das gilt echt für alle Schauspieler, also Martin, Linda, Pablo, alle drei wirklich diese Charaktere total zum Leben erweckt und ich war sehr begeistert. Um den Ton musste ich mich zum Glück auch gar nicht kümmern, weil ich schon jetzt ein paar Mal mit Benny zusammengearbeitet habe und einfach weiß, dass ich mich auf ihn verlassen kann, alle Sachen da sind und alles gut klingt. Und ich muss auch sagen, dass ich beim Ton dieses Mal so eine kleine Erleuchtung hatte. Wir haben nämlich das erste Mal Lav-Mics benutzt, also diese Ansteckmikrofone, also zusätzlich zu der Tonangel. Und als ich mich da an den Schnitt gesetzt habe, habe ich gedacht, warum mache ich das nicht schon seit Jahren? Also wir hatten die halt eigentlich für Interviews geholt, aber ich hatte irgendwie nicht verstanden, dass diese gesamte Klarheit einfach von diesem Ansteckmikro kommt und das ist für uns einfach erst mit der Tonangel einfach nur den Raum einzufangen und quasi der Stimme Kontext zu geben. Und das Bärchentablett hat natürlich noch seinen Comeback gefeiert. Das hatten wir, glaube ich, vor 3 Jahren schon bei My Road wieder am Start. Ja, die Musik war dann eigentlich der allerletzte Schritt. In dem Film geht es ja um eine besondere Art von Verlust und wie Simon, der Hauptcharakter, damit umgeht. Und deswegen wollte ich, dass der Film sehr still ist. Also die ersten 3 Versionen von dem Film hatten noch überhaupt gar keine Musik. Aber in dieser Flashback-Sequenz habe ich mich dann doch dazu entschieden, dass mit dieser Erinnerung an David auch Musik wiederkommt, die dann natürlich aber wieder sehr abrupt stoppt und wieder so eine gähnende Leere und Stille zurücklässt. Für mich war es einfach ein super cooles Projekt und obwohl man natürlich nie mit allen happy ist, bin ich super stolz auf den Film und alle, die mitgemacht haben. Also in dem Sinne nochmal ein riesen Dankeschön an die ganze Crew. Alle Namen sind auch unten in der Beschreibung. Ich glaube, es ist mein erster Kurzfilm seit einer sehr langen Zeit, in dem ich mal drin bin. Habt ihr mich gesehen? Und wenn euch der Film gefallen hat, dann, ich glaube, man kann wieder voten. Falls es geht, lasse ich einen Link unten da. You know the drill. Dann ciao und bis zum nächsten Mal.